Was ist das bessere Geld? Fiat-Geld als das aktuelle Geld unserer Regierungen oder Gold oder wird es Bitcoin? Wir vergleichen die drei in Bezug auf ihre Fähigkeiten als Zahlungsmittel einerseits und als Wertspeicher andererseits. In welches der Systeme ist dein Vertrauen am ehesten gerechtfertigt? Willst du über Bitcoin lernen und wirklich verstehen, die aktuellen Entwicklungen verfolgen und dir ein Bild über Bitcoin und die Zukunft von Bitcoin machen? Dann empfehle ich jetzt, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Und falls dich ein spezieller Punkt besonders interessiert, hat es in diesem Video Kapitelmarken. Du kannst also da draufklicken und direkt dorthin springen. Ich empfehle allerdings, das ganze Video zu schauen für ein möglichst vollständiges Bild. Wir starten mit dem Vergleich von Bitcoin, Gold und Fiat-Währungen als Zahlungsmittel. Und natürlich gebe ich dir auch jeweils die Erklärung und Begründung für meine Bewertung. Dabei schauen wir uns diese Kriterien etwas genauer an. Erstes Kriterium, die Teilbarkeit. Dabei geht es darum, ob ein Zahlungsmittel rechnerisch aufgeteilt werden kann in die richtigen Größen, die man braucht, um es zu verwenden. Kann man verschiedene Preise damit abbilden? Kakaobohnen wurden ja mal als Zahlungsmittel verwendet, sind aber denkbar schlecht teilbar. Man kann sie nicht beliebig teilen und kann sie auch nicht mehr zusammensetzen. Schauen wir zuerst auf Gold. Die Teilbarkeit von Gold ist natürlich sehr beschränkt, da kleine Mengen von Gold, Staub, kaum noch anwendbar sind in der Praxis als Zahlungsmittel. Man könnte es natürlich mit anderen Materialien vermischen, dann ist es aber sehr schlecht überprüfbar. Dazu eine kurze Rechnung. Nehmen wir an, ein Kilo Gold kostet im Moment etwa 50.000 Schweizer Franken. Damit wären 100 Schweizer Franken etwa 2 Gramm Gold. Das wäre dann schon jetzt eine sehr kleine Münze, ungefähr 1 cm auf 2 cm und nur einen halben Millimeter dick. Für nur 100 Franken, um den täglichen Bedarf mit solchen Münzen zu decken, wären also schon sehr, sehr kleine Mengen notwendig. Darum ein C. Fiat-Geld ist in der Papier- und Münzenform nur beschränkt teilbar, also im täglichen Bedarf. Elektronisch kann es aber beliebig aufgeteilt werden. Darum verbessern wir hier auf ein A. Genauso ist es bei Bitcoin und Bitcoin gibt es nur elektronisch. Man kann beliebig kleine Mengen von Bitcoin verwenden. Wenn Fiat-Geld nur elektronisch verwendet würde, hätten beide ein A. Das zweite Kriterium ist es austauschbar, also fungible. Das bedeutet, dass die physische Form oder Ausprägung den Wert nicht beeinflusst. Also Beispiel, jede 10-Euro-Banknote hat den Wert von 10 Euro, egal welche Note du in Händen hältst. Das gleiche gilt natürlich auch digital. Das heißt, Bargeld erfüllt dieses Kriterium. Es gibt aber ein kleines Aber dabei. Noten haben eine Seriennummer drauf und können damit eindeutig identifiziert werden. Das hat einen Einfluss auf die Anonymität bei der Verwendung des Geldes. Man kann den Weg des Geldes verfolgen. Auch Bitcoin und Gold erfüllen dieses Kriterium. Ein Kilo Gold ist immer ein Kilo Gold. Gold hat hier noch den Vorteil, dass es immer akzeptiert wird, unabhängig von Technik oder Politik. Nächster Punkt, die Anonymität. Nicht nur die Seriennummer kann ein kleines Problem sein. Viel schlimmer ist es noch, wenn auf zentralisierte Instanzen zurückgegriffen wird, also Banken und Kreditkartenfirmen. Dann sind sämtliche Transaktionen nachvollziehbar und nicht mehr anonym. Das kann man aber selber beeinflussen und wir lassen es mal auf B stehen. Bitcoin ist nicht anonym, sondern lediglich pseudonym. Was heißt das? Jede Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk kann verfolgt werden. Man kennt das Pseudonym, also die Wallet des Besitzers. Beim Übergang in die zentralisierte Welt, also zu Banken oder Börsen, kann die Person identifiziert werden. Oft muss sich die Person sogar identifizieren, um ein Konto zu eröffnen. Das heißt, ab diesem Moment ist die Person mit allen ihren Transaktionen, die sie jemals gemacht hat, bekannt. Wieso kein C für Bitcoin? Weil es trotzdem möglich ist, einen Medienbruch herbeizuführen, sodass es nicht mehr komplett nachvollziehbar ist. Dafür braucht es aber einen zusätzlichen Layer. Das kannst du dir vorstellen wie zum Beispiel eine Bank. Dort werden auf einem zusätzlichen Layer die Konten geführt. Das heißt, es wird separat von der Blockchain geführt, wer wie viele von diesen Bitcoins tatsächlich besitzt. Und es wird nicht auf der Blockchain gespeichert. Damit ist die Nachvollziehbarkeit zum Beispiel nur noch über diese zentrale Einheit gegeben. Oder man verlässt die Blockchain komplett und geht irgendwo anders wieder zurück in die Blockchain. Darum Bitcoin ähnlich wie Fiat-Geld auch ein B.
Gold schneidet hier am besten ab, weil Gold kann eingeschmolzen werden, es können neue Münzen gemacht werden und damit trägt das Gold keine Geschichte und kann nicht nachverfolgt werden. Dazu passt das nächste Thema, die Zensurresistenz. Fiat-Geld ist ganz schlecht. Warum? Man verwendet zentrale Einheiten, das heißt Bankkonten, Kreditkartenfirmen, die können Personen sperren. Dein Geld kann beschlagnahmt werden. Du kannst dann nur noch Bargeld verwenden, solange du noch hast. Aber sogar Bargeld könnte plötzlich nicht mehr akzeptiert werden. Es sieht also sehr schlecht aus bei Fiat-Geld bezüglich Zensurresistenz, darum ein F. Und Gold? Gold kann zwar verboten werden. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, dass Staaten Gold verboten haben. Die Verschiebung von Gold ist sehr aufwendig, kann aber andererseits wegen der Anonymität nur sehr schwer verhindert werden. Bitcoin kann ohne zentralisierte Instanz direkt zwischen Individuen verschoben werden. Nur wenn du selber über zentralisierte Instanzen gehst mit deinen Bitcoins, über Banken oder Börsen, kannst du gesperrt werden. Man sperrt dann einfach deine Wallet. Noch schlimmer, die ganze Historie deiner Bitcoins kann auf der Blockchain rückverfolgt werden in alle Ewigkeit. Man sieht also, woher die Bitcoins gekommen sind und kann sie je nachdem irgendwann in der Zukunft sperren, wenn du über zentrale Einheiten gehst. Deshalb kriegt Bitcoin hier nur ein B und Gold ein A. Wie fälschungssicher sind Bitcoin, Gold und Fiat-Geld? Und vor allem, wie gut kannst du es beim Zahlungsmittel erkennen? Fiat-Geld kann vermutlich am einfachsten gefälscht werden. Und es ist für Laien nur sehr schwer zu erkennen. Bei Gold ist es schon schwieriger. Wobei auch hier der Laie sich schwer tun dürfte, zu erkennen, wie viel Prozent Gold denn da tatsächlich in einem Barren drin ist. Bitcoin hingegen ist kryptografisch fälschungssicher. Bei korrekter Anwendung der Tools kann sich jeder selbst davon überzeugen, dass seine Bitcoins echt sind. Jetzt aber zum vermutlich wichtigsten Kriterium von all diesen Kriterien, die Verwendbarkeit. Wie gut ist es möglich, Gold, Bitcoin oder Fiat-Geld als Zahlungsmittel zu verwenden? Wie flexibel ist man? Wie mobil ist man damit? Ich denke, das ist das wichtigste Kriterium. Fiat-Geld kann alltäglich benutzt werden. In Form von Kreditkarten, Debitkarten, Bargeld. Es ist überall. Es kann einfach transferiert werden, wenn auch teils mit massiven Gebühren, wenn man zum Beispiel Transaktionen ins Ausland macht. Gold ist deutlich schwieriger zu teilen oder zu transportieren. Goldmünzen müssten jetzt schon sehr winzig sein, um sie als Zahlungsmittel zu verwenden. Also ist Gold nicht wirklich praktikabel als Zahlungsmittel. Und Bitcoin? Bitcoin kann im Alltag erst sehr schwer eingesetzt werden. Es braucht hier noch die entsprechende Unterstützung durch Applikationen und den Markt, die Anbieter. Bitcoin kann aber dafür sehr einfach und sehr sicher transferiert werden. Auch länderübergreifend und ist hier im Vergleich zu Fiat-Geld deutlich kostengünstiger transferierbar. Durch die noch etwas mangelhafte Etablierung als Zahlungsmittel hier ein C. So sieht dann also meine Bewertung aus. Bevor wir nun zur Bewertung von Gold, Bitcoin und Fiat-Geld als Wertspeicher kommen, ein kurzes Zwischenfazit. Vor allem die praktische Verwendbarkeit ist beim Zahlungsmittel entscheidend. Gold ist sehr unpraktisch, was natürlich der Grund ist, wieso Gold kaum noch als Zahlungsmittel verwendet wird. Fiat-Geld hat ganz klar die Nase vorn. Bitcoin liegt ganz knapp dahinter und kann zusätzlich mit Zensurresistenz glänzen, also der Unabhängigkeit von zentralen Finanzdienstleistern. Wir kommen zum Einsatz als Wertspeicher. Wenn du den Wert erhalten möchtest über Jahre, Jahrzehnte oder sogar Hunderte von Jahren. Dazu schauen wir diese Kriterien an. Als erstes die Langlebigkeit, die lange Historie. Gold hat eine tausende Jahre alte Geschichte. Die Menschheit hat also viel Erfahrung mit Gold. Es ist nicht nur sehr bewährt, sondern auch sehr langlebig. Gold als Material überdauert die Generationen. Bitcoin gibt es erst seit etwa 15 Jahren. Die Erfahrung ist also noch nicht so groß, obwohl die heutige Zeit sehr schnelllebig ist und 15 Jahre einem wie ganz viel vorkommen. Nicht nur, dass wir erst sehr wenig Erfahrung haben, Bitcoin ist auch nur so langlebig, wie die Technologie verfügbar ist, die es verwendet. Es ist also noch keineswegs bewiesen, dass sich Bitcoin lange halten kann, auch wenn Bitcoin schon einige Krisen überstanden hat.
Fiat-Geld hat ebenfalls eine sehr lange Historie, ist aber nicht gerade langlebig. Wir wissen schon, dass es in regelmäßigen Abständen immer wieder neu gestartet wurde, das Fiat-Geldsystem, weil immer wieder Fiat-Systeme zusammengebrochen sind. Um den Wert zu speichern, muss etwas selten sein. Wie selten sind denn Gold, Bitcoin und Fiat-Geld? Eins vorweg, Fiat ist hier natürlich am schlechtesten. Es kann beliebig viel Papiergeld respektive digitales Fiat-Geld produziert werden. Der Inflation sind keine Grenzen gesetzt. Gold ist sehr begrenzt und selten vorhanden. Es wird aber dennoch immer weiteres Edelmetall gefördert. Bitcoin ist hier der klare Gewinner, weil es hart auf 21 Millionen beschränkt ist. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Wenn du etwas lange aufbewahrst, möchtest du auch sicher sein, dass es fälschungssicher ist. Das habe ich eben schon bewertet bei den Zahlungsmitteln. Drum hier diese Werte wieder eingefüllt. Wie beim Zahlungsmittel die Anwendbarkeit, ist es beim Wertspeicher das Vertrauen, das wichtigste dieser Kriterien. Das Vertrauen ist der Knackpunkt für den Wertspeicher. Und natürlich ist das Vertrauen aufgrund der sehr langen Erfahrung bei Gold am größten. Fiat und Bitcoin sind beide umstritten. Je nachdem, mit wem du sprichst. Es gibt Leute, die glauben überhaupt nicht mehr ans Fiat-Geld und es gibt Leute, die sagen, Bitcoin ist nichts wert. Das Vertrauen ist also je nachdem bei beiden nicht so gut. Damit kommen wir zu diesem Endstand, der hier natürlich nur meine Meinung widerspiegelt. Und ich bin sehr gespannt, ob du ähnlich bewertet hättest wie ich. Schreib's gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Zusammenfassend zum Thema Wertspeicher kann man also sagen, dass Fiat-Geld ganz klar kein Wertspeicher ist. Obwohl viele Leute das immer noch glauben. Gold scheint zumindest im Moment und vor allem über lange Zeiträume der beste Wertspeicher zu sein. Bitcoin definiert sich selbst als Wertspeicher, der unabhängig ist von zentralen Regierungsinstanzen wie Banken oder Börsen, welche es kontrollieren können. Und beim Kampf um diesen Platz hat Bitcoin einige Punkte, wo es schon recht gut abschneidet. Es ist aber noch nicht etabliert und hängt ab von der technologischen Entwicklung. Heißt, wir haben noch nicht so viel Erfahrung und entsprechend ist das Vertrauen auch noch nicht so groß. Würden diese beiden Punkte wegfallen, würde Bitcoin hier ausgezeichnet abschneiden. Es bleibt also sehr spannend, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ein sehr spannender Vergleich von Bitcoin, Gold und Fiat-Geld. Willst noch viel mehr über Bitcoin wissen und wissen, wie es sich in Zukunft entwickeln könnte? Dann abonniere jetzt bitte meinen YouTube-Kanal, damit du nichts verpasst.